Hallo, da bin ich wieder. Heute geht es mal um Ärzte, denn wir alle lieben sie doch, unsere Halbgötter in Weiß. Ich bin Dr. Marvin Wildhage. Tja, was soll ich sagen? Ich war wohl als Doktor einfach zu unseriös, denn mein Doktortitel, den musste ich damals leider abgeben. Aber auch zu Recht. Denn wir reden hier von einer Berufsgruppe, der wir einfachen Bürger noch vertrauen können. Ärzte sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet und dürfen gar keinen Quatsch erzählen oder bewerben. Aber ich frage mich natürlich, ob sich auch unsere Halbgötter in Weiß auf Instagram und TikTok, unsere Medizin-Influencer, daran halten, oder ob die sich still, illegal und heimlich eine goldene Nase verdienen. Und um das zu testen, habe ich mir eine Krankheit ausgedacht, die die Pinocchio-Nasen unserer Influencer-Freunde so richtig wachsen lässt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Für meine Videos bin ich jedes Jahr zehntausende Kilometer unterwegs und da muss ich mich einfach auf mein Auto verlassen können, weil nichts ist ärgerlicher, als bei Nacht und Nebel irgendwo liegen zu bleiben. Oft kannst du aber Probleme schon vorher erkennen, bevor du eine teure Werkstatt aufsuchen musst und dabei hilft dir Kali. Mit dem passenden OBD-Stecker kannst du selbst herstellerspezifische Diagnosen auslesen lassen. Ich stecke den Stecker ein, öffne die App und Kali liest mir sofort alle Fehler kurz aus. Meine Diagnose ist abgeschlossen und ich habe 28 Fehler. Und der Zustand meines Autos ist sehr schlecht. Zum Beispiel wird mir hier ein Fehlercode C12AA00 angezeigt. Das betrifft den Spurhalteassistenten. Ich kann hier auch auf weitere Informationen klicken. Dann öffnet sich direkt Google und dort steht, dass ich bei eingeschränkter Sicht ein Problem bei den Fahrassistenzsystemen habe. Und ich bin ehrlich, es ist mir in der Vergangenheit tatsächlich mal passiert, dass hier ab und zu gezeigt wurde, Spurhalteassistent deaktiviert. Und jetzt weiß ich, mit welchem Fehlercode ich zur Werkstatt gehen kann, damit die das direkt beheben können. Am spannendsten finde ich die Smart Mechanic Funktion, denn da bekommst du ganz genau gesagt, was welcher Fehler bedeutet, was für Ursachen das Ganze haben könnte und wie dringend das Ganze ist. Und so weißt du ganz genau, worüber du mit der Werkstatt sprichst und lässt dich nicht einfach abzocken. Du kannst bei deinem Auto auch versteckte Funktionen freischalten lassen, die erstmal so vom Hersteller deaktiviert sind. Zum Beispiel nervt es total, dass es immer so laut piept, wenn die Zündung an ist und ich die Tür aufmache. Oder zum Beispiel das Start-Stopp-System finde ich total überflüssig und all das kann ich dank Kali deaktivieren. Mit der kostenlosen App von Kali bekommst du grundlegende Diagnosefunktionen. Für die erweiterten Funktionen brauchst du aber ein Jahresabo. Ich bin mir aber sicher, dass so ein Jahresabo deutlich günstiger ist, als wenn du mit unvorhersehbaren Problemen in die nächstbeste Werkstatt gehst und dich dort abzocken lässt. Wichtig, das Ganze hängt aber von Marke, Modell und Baujahr ab. Das zeigt dir Kali aber ganz transparent im Vorhinein. Außerdem bekommst du in der App auch Live-Daten oder einen Gebrauchtwagen-Check, wo du gucken kannst, ob der Kilometerstand verändert wurde oder Wartungsfunktionen wie Service-Resets. Für mich ist Kali vor allem eins: endlich mehr Kontrolle über mein eigenes Auto. Ich weiß, was abgeht und spare mir so unnötige Zeit und unnötige Ausgaben bei Reparaturen. Wenn du das Ganze gerne mal ausprobieren möchtest, dann schau auf der Website von Kali vorbei, denn dort kannst du auch gucken, welche Funktionen für dein Auto freigeschaltet sind. Und wenn du bei deiner Bestellung noch den Code Marvin angibst, dann sparst du noch 15% auf deine erste Kali-Bestellung. Also Link in der Infobox oder hier den QR-Code einscannen. Wisst ihr Leute, ich bin jetzt auch richtig im Gesundheitswahn. Ich mache seit 3 Wochen eine Saftkur. Ich messe jede Stunde einmal meinen Blutdruck und ich nehme jetzt auch fleißig Supplement. Diese ganzen heißen Tipps, die habe ich natürlich nicht von meinem Hausarzt im Lappen, sondern von Ärzten, die mich wirklich kennen. Denn dank TikTok wissen die ganz genau, was ich brauche. Das passiert, wenn du zu wenig trinkst. Hast du schon mal von der primär-biliären Cholangitis oder auch PBC gehört? Aber Momentchen mal, warum steht bei diesen ganzen nützlichen Gesundheitstipps eigentlich unten in der Videobeschreibung immer Werbung? Direkt für verschreibungspflichtige Medikamente oder bestimmte Behandlungen zu werben, ist gegenüber der Öffentlichkeit komplett verboten. Und genau deshalb weichen Pharmaunternehmen immer häufiger auf sogenannte Disease Awareness Kampagnen aus. Statt ein konkretes Produkt zu nennen, wird vermeintlich neutral über eine Krankheit aufgeklärt. Das wirtschaftliche Ziel dahinter ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren, Ängste anzusprechen und Patienten überhaupt erst in die Arztpraxen zu treiben, wo dann das entsprechende Medikament verschrieben werden kann. Rechtlich ist das aber oft eine Gratwanderung, weil die Grenze zwischen reiner gesundheitlicher Aufklärung und getarnter Produktwerbung ganz fließend ist.
Ah, verstehe. Also erstmal Angst machen und dann die passende Lösung dafür verkaufen. Was jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen harmlos klingt, das passiert tagtäglich genau so. Pharmakonzerne geben einfach Unmengen an Geld dafür aus, um Krankheiten bekannter zu machen, damit sich deren Medikamente besser verkaufen. Und da frage ich mich natürlich, wie unabhängig ist denn die Meinung meiner Lieblingsärzte? Und würden die, wenn das Geld stimmt, sogar Werbung für eine ausgedachte Krankheit machen? Und um das zu testen, habe ich mir die bescheuertste Gugu-Gaga-Krankheit der Welt ausgedacht. Und ich sag euch, wer dafür Werbung macht, dem geht's wirklich nicht um die Gesundheit seiner Follower, sondern einfach nur ums Geld. Ich zeige euch das mal. Und zwar die postvirale nasale Hypersensibilität. Und man geht eben davon aus, dass Viren nach einer Infektion die Reizverarbeitung der Nasenschleimhaut vorübergehend verändern können. Aber einen kleinen Moment. Bevor wir überhaupt zu dieser Stelle kommen, müssen wir noch mal ein bisschen zurückspulen. Setzt euch doch, liebe Influencer-Kollegen, schnappt euch eine Decke, macht es euch schön muckelig, denn die Gebrüder Wildhage haben zur Märchenstunde gerufen. Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit eine Krankheit. Der kleine Pinocchio hatte sich angesteckt, nachdem ihn sein Freund Ludovic überredet hatte, nur mal auf ein Getränk mit nach Ischgl zum Après-Ski zu kommen. Die Erkältung, die er sich dabei eingefangen hatte, war schnell wieder weg. Aber die eigentliche Krankheit, die blieb. Die bösen Viren hatten seine Nase nämlich verändert. Umprogrammiert, könnte man sagen. Ständig hatte er fortan dieses lästige Gefühl, niesen zu müssen, ohne es je wirklich zu tun. Kurz gesagt, seine Nase war magisch geworden. Oder wie wir seriösen Ärzte es mit einem viel zu komplizierten Fachbegriff ausdrücken würden, hypersensibel. Egal wie sehr sich der kleine Pinocchio zu entspannen versuchte, jede Kleinigkeit reizte seine Nase fortan. Und wurde sie gereizt, begann sie unaufhaltsam zu wachsen. Oder medizinisch korrekt ausgedrückt, zu schwellen. So, das ist mir jetzt blöd genug, das muss reichen. Damit Influencer jetzt für unsere ausgedachte Pinocchio-Krankheit werben, brauchen wir natürlich ein super seriöses Pharmaunternehmen. Und dafür braucht man heutzutage nichts anderes als eine wunderschöne Website. Aber auch dort haben wir wieder einige Easter Eggs versteckt, damit die Influencer zumindest die Chance haben, stutzig zu werden. Unser Pharmaunternehmen wird von dieser Schönheit hier geleitet, Dr. Beatrice Geppetto. Sie heißt nicht nur rein zufälligerweise wie der Vater von Pinocchio, nein, sie hat auch vor ihrem Medizinstudium eine 3-jährige Ausbildung im Holzschnitzen gemacht. Mensch, was für ein Zufall. Und wem das jetzt noch nicht aufgefallen ist, das da bin übrigens ich in weiblich. Den weltweit einzigen Artikel zu unserer ausgedachten Krankheit gibt es natürlich auch, nur exklusiv auf unserer Website. Das Ding ist nur, wenn man da mal die Zeilen von oben nach unten durchliest, könnte einem auffallen, dass da steht, das ist Verarsche. Drittes Easter Egg, klein aber fein. Wir haben natürlich auch eine Seite, wo wir neue Positionen ausgeschrieben haben. Wir suchen zum Beispiel gerade einen Programmierer, der die Programmiersprache Nifram top beherrscht. Nifram ist einfach nur Marvin rückwärts geschrieben. Easter Egg Nummer 4, ein großes, aber wunderschönes Bild von mir als weibliche Ärztin. Und wer ganz genau hinguckt, sieht auch, dass ich dort hinten ganz unzensiert einfach nur im Hintergrund rumsitze. Ja, hätte man sehen können. Und als ob das nicht alles schon genug wäre, kommen wir zu Easter Egg Nummer 5. Denn wenn man sich mal die Datenschutzrichtlinien unserer Website anschaut und dort mal reinliest, dann steht hier, wir werden deine persönlichen Informationen so lange behalten, bis unser YouTube-Video dazu auf unserem Channel released wurde und wir dann diese Website endlich wieder löschen. Niemand liest Datenschutzgrundrechte, da kann ich eigentlich reinschreiben, was ich will. Kurz gesagt, wer sich mal 5 Minuten Zeit nimmt und sich diese Website anschaut, der könnte darauf kommen, dass das kein seriöses Unternehmen ist. Und dann kommt noch dazu, dass die Krankheit, um die es geht, dass wir uns die komplett ausgedacht haben. Also ich lege mich jetzt schon fest, wenn ein Influencer wirklich dafür Werbung macht, dem ist nicht nur die Gesundheit seiner Zuschauer egal, sondern dem geht es am Ende vermutlich einfach nur um die kleinste Violine der Welt. Mal gucken, welcher Influencer anbeißt. Das ist Jones Rules. Ja, genau. Der mit dem blauen Kittel und dem Stethoskop um den Hals. Und trotzdem haben Jones und ich etwas gemeinsam. Denn ich verkleide mich an Fasching auch gerne als Arzt. Eigentlich ist er nämlich noch gar keiner. Er ist nur Medizinstudent. Trotzdem vertrauen seinen Gesundheitstipps auf Instagram über 300.000 Menschen. Das sind mehr Menschen, als ich überhaupt zählen kann. Und da Jones noch Medizinstudent ist, kann er sich die Taschen damit auch so richtig voll machen. Denn so kann er noch fleißig Werbung machen, die als Arzt nicht mehr machen dürfte. Vor ein paar Tagen habe ich eine E-Mail an das Management von Jules geschickt und heute habe ich eine Antwort bekommen, die mich sehr beunruhigt. Denn ich habe das Gefühl, dass wir aufgeflogen sind. Denn statt einer Zusage für unsere Krankheit zu werben, habe ich die Frage bekommen, ob wir uns mal für einen Videocall verabreden können. Das Problem ist, den
kann ich nicht selber machen, weil dann wäre ich direkt aufgeflogen. Deswegen schicke ich einfach mal meinen Mitarbeiter Tim in die Höhle der Löwen. Also moin, cool, dass das geklappt hat. Du bist von Jones Time Management, richtig? Richtig. Wir haben ein paar Fragen bezüglich der Kampagne, weil wir PVNH als neurologische Erkrankung kennen. Und das gibt es ja gar nicht als dieses Syndrom. Wir haben uns auch noch einmal die Kundenwebsite angeschaut. Auch bei der Ärztin ist ja alles ein bisschen komisch. Auch der Name wie bei Pinocchio der Meister und so weiter und so fort. Ja, plus wir machen natürlich auch immer bei Kooperationen Background-Checks. Jede Firma, die angemeldet ist, ist ja irgendwo in einem Handelsregister gelistet. Das finden wir hier auch nicht. Ich bin wirklich heilfroh, dass ich diesen Call nicht durchstehen musste. Die haben im Endeffekt wirklich alles gecheckt und auch alles gefunden. Den Pharmakonzern gibt es nicht, die Krankheit gibt es nicht und nicht mal die Erfinderin Dr. Geppetto gibt es. Und da kann man wirklich nur eins sagen, Props, Test bestanden. Der Call hat mir aber wirklich nochmal vor Augen geführt, wie absurd unsere Pinocchio-Krankheit eigentlich ist und wie viele gigantische Red Flags man übersehen muss, um am Ende trotzdem dafür zu werben. Naja, hat halt trotzdem geklappt. Stopp! Bevor es gleich weitergeht, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Für dich ist es kostenlos und für mich wäre es der größte Support für die ganzen aufwendigen Videos. Aber ich gebe dir natürlich auch ein paar Sekunden Zeit. Also direkt mal runtergehen, roten Button suchen, draufklicken. Ich habe auch ein bisschen Zeit mitgebracht. Also runtergehen, klicken, abonnieren. Habt ihr gemacht? Gut. Dann geht's jetzt weiter. Darf ich vorstellen? Das ist Alina Wahlbrunn. Alina ist frisch Ärztin geworden. Glückwunsch! Aber Alina macht nicht nur Medizin. Sie sagt, sie macht 4 Jobs gleichzeitig. 4! Ich bin ja schon fertig, wenn ich Schule hatte und danach noch mein Zimmer aufräumen soll. Auf Instagram sieht Alinas Leben deshalb auch super beeindruckend aus. Klinikfotos hier, eigene Produkte da, alles perfekt. Sogar Schokodatteln bekommt sie angeblich von einer Patientin geschenkt, wegen ihrer tollen Arbeit. Wie süß. Blöd nur, die Klinikfotos waren offenbar gar nicht von ihr. Die findet man auf Pinterest, gepostet von einer Amalia. Und die Schokodatteln? Auch nicht extra für sie. Die tauchen auf einer Backseite aus Kasachstan auf. Heißt, Alina hat offenbar einfach Fotos aus dem Internet gemobst und sich dann eine passende Story dazu ausgedacht. So langsam glaube ich, Alina macht vielleicht gar nicht 4 Jobs gleichzeitig. Vielleicht macht sie nur einen und den dafür richtig gut. So tun, als ob. Was soll ich sagen? Die liebe Alina hat angebissen. Sie schreibt uns in ihrer Mail, dass sie ausgerechnet heute offiziell Ärztin geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Außerdem schreibt sie, dass sie sich total über so eine Kooperation freuen würde, weil es ja so ein wichtiges Thema ist. Das bedeutet, wir brauchen jetzt nur noch ein Briefing für Alina. Ein Briefing bekommt eigentlich jeder Influencer, wenn es zu einer Kooperation kommt. Da steht grob zusammengefasst, worum es bei einem Produkt oder in diesem Fall bei dieser Krankheit geht und worauf man achten muss. Das haben wir natürlich auch schon vorbereitet und ich sag's euch, wie es ist. Das hat's nochmal in sich. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, Mensch, Alina, hast du vielleicht ein bisschen schlecht gegoogelt? Es geht ja hier schließlich um die Aufklärung über eine Krankheit. Deshalb machen wir im Briefing auch nochmal unmissverständlich klar, dass es hier gar nicht um Aufklärung geht. Und noch deutlicher wird es bei diesem Diagramm hier. Denn dort sieht man die Fallzahlen unserer Fake-Krankheit. Und fällt euch irgendwas auf? Richtig, Deutschland ist gar nicht genannt. Das heißt, Alinas Follower können diese Krankheit gar nicht haben. Nicht nur, weil es dort steht, sondern weil es sie halt auch gar nicht gibt. Und noch schwieriger wird es meiner Meinung nach, dafür Werbung zu machen, weil wir sogar explizit in das Briefing reinschreiben, dass wir nach einer Zielgruppe suchen, die leicht ängstlich gegenüber Krankheiten eingestellt ist. Das heißt, wir wollen nichts anderes als Angst verbreiten mit dieser Kampagne. Und ich finde, spätestens da muss Alina die Notbremse ziehen und sagen, nicht mal für Geld mache ich dafür Werbung, wenn es nur um Angstmache geht. Abgesehen davon, dass sie vielleicht auch mal googeln sollte, ob es diese Krankheit wirklich gibt, bevor sie als Ärztin Werbung dafür macht. Eine solche Fake-Kampagne kann eine Ärztin oder ein Arzt tatsächlich die Approbation kosten. Wer gegen Bezahlung medizinische Unwahrheiten verbreitet und gezielt Angst vor einer frei erfundenen Krankheit schürt, um einen rein künstlichen Markt zu schaffen, der verstößt komplett gegen ärztliche Berufspflichten. Nach der Bundesärzteordnung kann die Approbation entzogen werden, wenn sich ein Arzt wegen eines solchen Verhaltens als
unwürdig oder unzuverlässig zur Ausübung des Arztberufes erweist. Das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität des Berufsstandes wird hier massiv beschädigt. Neben dem Entzug der Zulassung drohen dann auch berufsrechtliche Sanktionen und Geldstrafen durch die Ärztekammern. Da es um eine bewusste Täuschung geht, kommen außerdem wettbewerbsrechtliche Klagen wegen irreführender Werbung und strafrechtliche Konsequenzen wegen Betruges oder Beihilfe dazu in Betracht. Kuckuck, da bin ich wieder. Ich habe gerade die Push-Benachrichtigung bekommen, dass Alina eine Story gepostet hat. Und zwar unsere Werbestory für unsere ausgedachte Krankheit. Aber es gibt noch eine kleine Information, die ich euch vorenthalten habe. Denn wir haben Alina gebeten, um, sagen wir mal, dem Ganzen noch eine kleine Prise Spice zu verabreichen, dass sie einen persönlichen Bezug zu dieser Krankheit mit einbringen soll in ihre Geschichte, in ihr Storytelling. Und ich bin schon sehr gespannt, was sie sich da ausgedacht hat, weil die Krankheit gibt's halt nicht. Also sie kann ja nicht sagen, oh Leute, ich muss euch von einer Krankheit erzählen, die ich vor ein paar Wochen mal hatte, oder Leute, diese Krankheit habe ich bei meiner Mutter in Salzburg entdeckt. Also geht ja alles nicht. Ich würde vorschlagen, wir gucken einfach mal rein und auch ich sehe sie jetzt zum ersten Mal. Okay, das Thema passt heute ein bisschen zu gut, denn tatsächlich bin ich gerade beim HNO-Arzt raus, weil ich sollte eigentlich heute fliegen, aber meine Nase ist immer noch nicht so ganz fit und dadurch habe ich mich tatsächlich wieder an was erinnert, was ich im Studium schon gelernt hatte, und zwar in meinem HNO-Semester. Vielleicht kennt der ein oder andere das von euch. Der Infekt ist eigentlich längst vorbei. Die Nase fühlt sich trotzdem irgendwie wochenlang noch so ein bisschen off an. Man reagiert zum Beispiel auf Luft, kalte Luft, Klimaanlagen, Parfüm oder eben auch starke Gerüche. Und die Nase kann zum Beispiel auch das Gefühl verursachen, dass man so ein leichtes Schwellungsgefühl hat. Okay, stopp mal ganz kurz. Da muss ich mal kurz intervenieren. Also, nicht nur, dass Alina Werbung für unsere ausgedachte Krankheit macht, die sowieso schon völlig gugu-gaga ist, sondern sie sagt jetzt auch noch, dass sie im Studium davon gehört hat. What the fuck? Also, das hat sie sich einfach ausgedacht. Wir haben zwar gesagt, mach mal bitte einen persönlichen Bezug, aber du kannst doch nicht sagen, dass du davon im Studium gehört hast. Also das ist ja wirklich einfach dreist gelogen. Und nicht nur das, sie hat sich sogar noch weitere Symptome ausgedacht, die wir gar nicht genannt haben. Denn von Klimaanlagenluft, kalter Luft oder Parfüm war in unserem Briefing nie die Rede. Sie nimmt meine kleine Krankheit und macht die noch viel gefährlicher, als sie in Wahrheit ist. Denn in Wahrheit gibt's sie gar nicht. Und das Ganze hat einen Namen, und zwar die postvirale nasale Hypersensibilität. Und man geht eben davon aus, dass Viren nach einer Infektion die Reizverarbeitung der Nasenschleimhaut vorübergehend verändern können. Das heißt vereinfacht, die Nase bleibt einfach noch eine Zeit lang im Alarmmodus. Da kann man gar nicht so viel dran verändern. Dadurch werden Reize stärker wahrgenommen als normalerweise. Also bei mir ist es eben ganz stark mit Parfüm, Rauch, andere starke Gerüche, auf die ich einfach sehr sensibel reagiere. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Alina gerade selber sagt, sie sei von unserer erfundenen Krankheit betroffen, weil sie sensibel auf diese Gerüche reagiert? Ich frage mich, ob bei der lieben Alina vielleicht auch alle unsere Symptome anschlagen, dass ihre Nase Pinocchio-mäßig jetzt immer weiter wächst. Und genau deshalb ist es manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, ob man wirklich noch krank ist oder ob einfach die Nasenschleimhaut noch überempfindlich reagiert. Also falls ihr schon mal gefragt habt, warum eure Nase nach einer Infektion manchmal noch wochenlang ihr eigenes Leben führt, dann wisst ihr es jetzt. Es könnte ein möglicher Grund sein. Und was natürlich auch ganz wichtig zu sagen ist, wenn die Beschwerden länger anhalten, stärker werden oder euch im Alltag extrem einschränken, dann natürlich immer ärztlich abklären lassen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich schnell wieder fit werde. Dank Alina wirkt unsere erfundene Pinocchio-Krankheit wirklich so, als könnte es jeden treffen. Nicht nur, dass sie behauptet, selbst infiziert zu sein, sondern sie sagt auch noch, dass sie im Medizinstudium darüber gesprochen hätte. Starke Lüge. Dazu kommt auch noch, dass Alina so kreativ war und sich noch eigene Symptome überlegt hat, um unsere Krankheit noch größer zu machen. Zum Beispiel die Empfindlichkeit bei Klimaanlagen oder Parfüm. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das war sie ganz alleine. Und jetzt könnte ja wirklich jeder denken, der diese Story sieht, shit, ich muss unbedingt zum Arzt. Und genauso machen das halt die großen Pharmakonzerne, um ihre Medikamente zu verkaufen. Ich frage mich nur, ob Medizininfluencer das so machen dürfen. Das macht den Fall juristisch nochmal ein bisschen brisanter. Hier liegt kein unbedachtes Vorlesen eines Werbetextes vor. Durch die Erfindung eigener Symptome und bewusste Lüge über eigene Betroffenheit sowie angebliche Inhalte des Medizinstudiums wird die eigene medizinische Autorität aktiv missbraucht, um Verbraucher arglistig zu täuschen. Diese Eigeninitiative untermauert den Vorsatz und natürlich die kommerzielle Absicht der Täuschung. Für die Behörden und Ärztekammern wird es damit noch leichter, eine chronische Unzuverlässigkeit und Unwürdigkeit festzustellen. Für die Betroffene bedeutet das Verhalten, dass der endgültige
Widerruf der Approbation ein sehr realistisches Szenario wird. Außerdem verschärft das Erfinden konkreter Auslöser das Risiko für Schadenersatzforderungen und Ermittlungen wegen vorsätzlicher Täuschung. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie authentisch und wissenschaftlich so mancher Medizin-Influencer arbeitet und seine Millionen Follower im digitalen Wartezimmer berät. Aber ey, auch wenn wir uns dieses Mal einen kleinen Scherz erlaubt haben, zeigt es doch, mancher Influencer weiß vielleicht gar nicht, welche Pharmapropaganda er da gerade für Geld bewirbt. Und ich fürchte, solche Disease-Awareness-Kampagnen gibt es viel häufiger, als wir alle denken, damit die Pharmakonzerne ihre Produkte verkaufen können. Und genau das machen wir jetzt auch. Die Idee, ich erfinde einfach eine Behandlungsmethode für unsere ausgedachte Pinocchio-Krankheit. Und was passt da besser als ein Nasenspray? Ich führe gerne mal vor. Ich selbst leide an einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung. Deshalb nutze ich das Nasofon. Es hilft mir dabei, meine Nasenatmung bewusster wahrzunehmen und gleichzeitig meine Nasenflügel zu trainieren.